Der erste Punkt, der für unsere Liste in dieser Legislaturperiode besonders wichtig ist die transparente Hochschulpolitik. Dabei geht es uns darum, dass die Studierendenschaft noch mehr in die Arbeit des Studierendenparlamentes integriert wird. Das heißt, dass wir so weit gehen wollen, dass zum Beispiel Urwahlen durchgeführt werden können, was tatsächlich auch so weit geht, dass die Referate des AStAs direkt durch die Studierendenschaft gewählt werden können, per autonome Referate sozusagen. Wir hatten außerdem die Idee, dass das Referat für Hochschulpolitik bei den Landesastentreffen ähnliche Ideen vorstellen kann, um so als Inspiration für andere Universitäten dastehen zu können. Was uns auch besonders wichtig ist aber, dass wir die Protokolle bzw. vielleicht auch nur die Kurzzusammenfassungen oder eben Kurzzusammenfassungen von den einzelnen Sitzungen des Studierendenparlaments auch auf Englisch anfertigen lassen würden, sodass Studierende, welche kein Deutsch beherrschen, aber eben Englisch wie viele International Students die Möglichkeit haben, an der Arbeit des Studierendenparlaments teilzuhaben. Danke, Lukas. Vielleicht als erste Frage zum Einstieg. Wir haben ja dieses Jahr die Situation, dass wir die 5 Listen, die antreten zu den Stupa-Wahlen, die gleichen Listen sind, die letztes Jahr auch angetreten sind. Daher der Blick zurück zunächst. Was habt ihr als Liste GLR diese Amtszeit erreicht und worauf blickt ihr vielleicht auch kritisch zurück? Was GLR auf jeden Fall erreicht hat, ist, dass wir die Ideale, für die wir als Liste einstehen, also das ökonomische und ökologisch vereinte Handeln, gut insofern vertreten konnten, dass die Mitglieder unserer Liste im Studierendenparlament stets mit ihren Beiträgen und persönlichen Wortbeiträgen sozusagen dafür einstehen konnten und sich so beteiligt haben. Man kann natürlich durchaus kritisch darauf zurückblicken, dass wir als einzelne Liste nicht unbedingt einen großen Punkt durchbringen konnten, was bestimmt unterschiedliche Gründe hatte, aber grundsätzlich schauen wir positiv auf unsere Arbeit zurück. Jetzt seid ihr eine von 2 Grünlisten, die antreten, neben Campusgrün eben noch. Ja. Du hast ja schon Ökologie auch mit angesprochen, Thema Nachhaltigkeit. Wenn ihr jetzt quasi euch was wünschen könntet, was muss unbedingt beim Thema Nachhaltigkeit noch getan werden? Was muss in der nächsten Amtszeit unbedingt angegangen werden beim Thema Nachhaltigkeit? Okay, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ist es unserer Liste tatsächlich für diese Legislaturperiode sehr wichtig, die Studierendenausweise umzugestalten, sodass sie aus Plastik angefertigt werden. Der Grund dafür ist, dass die Kosten, aber auch der CO2-Footprint sozusagen, der beim Produzieren von den Papierausweisen entsteht, ebenfalls ein Problem darstellt und ein Studierendenausweis aus Plastik, welcher aber für die gesamte Zeit des Studiums verwendet werden würde, sozusagen nicht weggeworfen wird nach einem Semester, dort helfen könnte. Uns ist aber auch bewusst, dass Plastik Plastik ist und auch Plastik natürlich auf die lange Sicht gesehen keine gute Variante ist. Deswegen halten wir auch die Augen, also in Zukunft blickend als Liste, die Augen dafür offen, welche anderen Alternativen sich ergeben. Also beispielsweise wie Werkstoffe wie dieser neue, der gerade entwickelt wird auf Pilzbasis, der als Plastikersatz funktionieren kann. Haltet ihr es auch für sinnvoll oder möglich, in naher Zukunft den Studierendenausweis komplett zu digitalisieren und gar nicht mehr diese Plastik-Papier-Debatte haben zu müssen? Also das Semesterticket zum Beispiel wird ja jetzt digitalisiert zum nächsten Semester. Ja, also wir sind der Meinung, dass das auch eine gute Alternative ist. Machen wir einen kleinen Themenwechsel, Thema politische Bildung. Es stehen im März Landtagswahlen an. Also wir haben es ja in der Vergangenheit häufiger schon gehabt, dass der AStA politische Podiumsdiskussionen mit Vertretern aller zur Wahl antretenden Parteien angeboten hat. Wie steht ihr zu dem Thema? Wer sollte eingeladen werden zu solchen Debatten, wenn sie überhaupt stattfinden sollen? Was ist da so eure Meinung? Also wir als Liste sind der Meinung, dass grundsätzlich alle Parteien, die an so einer Debatte teilhaben wollen, eingeladen werden sollten. Ganz einfach auf der Basis, dass wir denken, dass ein gesunder Dialog, der allen die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, in dieser Einstellung offen genug ist, um auch einen Meinungswechsel und quasi Kooperation zu ermöglichen. Also das ist unsere Idee dahinter, dass alle quasi aufeinander einen Schritt zugehen. Das heißt also, solange eine Partei zur Wahl antreten darf, sollte sie auch hierher eingeladen werden, um den Diskurs an der Uni zu machen. Genau, und in dieser Hinsicht positionieren wir uns natürlich nicht als Liste per se mit einer Partei. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir einen Raum schaffen, der für Wissenszuwachs Möglichkeiten gibt. Alles klar. Vielen Dank, die Zeit ist auch schon um. Danke, dass du da warst.